Wir saßen bei Subway und haben entschieden, wir könnten ja mal heiraten. The future is now, now. Herzlich willkommen heute an der Bar zu einem neuen Q&A, also in meinen Worten dem Frage- und Antwortspiel. Ja, ihr kennt das, ich stelle am meisten Ellen Fragen, weil sie immer so eloquent antwortet. Ja, aber wir wollten jetzt mal so aus ganz Gerechtigkeitsgründen und so das doch so machen, dass wir wieder gegenseitig Fragen stellen. Okay, wir sehen, ich sag dir am Ende, dass du die wieder beantwortest. Sie hat sonst im Leben viel mehr Redeanteile als ich und hier, sobald wir an der Bar sitzen, muss ich die ganze Zeit quatschen. Ja, dann quatscht Das ist voll unpraktisch. Mal. Und zu Hause ist wieder, oh, wir haben uns ja den ganzen Tag gesehen. Ja, ist ja auch so, wir sehen uns ja auch den ganzen Naja, siehst du, dann höre ich hier mal deine bezaubernde Stimme. Tag. Gut, möchtest du dann also anfangen, meine Frage zu stellen? Ja, Emil 1000. Mich würde mal super interessieren, wie hier auf diesem Kanal die Aufteilung von Katholiken und Protestanten ist. Ich finde, die solltest du nicht beantworten. Die könnte doch hier oben als Abstimmung sein, oder? Dann hätten wir die erste Frage beantwortet. Die geht definitiv auf mein Konto. Pling, 1:0 für Steffi. Du suchst dir auch Fragen aus, die du selber beantworten Ja, kannst. jetzt bin ach so. Nee. Aha, es ging nicht auf. Ich habe sie mir selber gestellt. Ich könnte euch stundenlang zusehen, schreibt hier Katharina G. Ihr seid ein Traum. Oh, Das wollten Sie noch vorlesen, da ist gar keine Frage drin. Doch, wart ihr schon im Studium geoutet? War das schwer oder okay? Genau, ich glaube, über dein Outing haben wir ja schon mal gesprochen, das was im Studium war. Ich bin schon am Anfang des Studiums geoutet gewesen und nee, das ist nicht schwer. Es gibt so 2 Fakultäten in Deutschland, an denen das schwer sein könnte. Aber die nennen wir nicht mit Namen. Also schreibt uns an, wenn ihr Theologie studieren wollt. Wir sagen euch, wo ihr definitiv nicht studieren solltet. Aber auf die Idee, an diese beiden Fakultäten zu gehen, kommt ihr auch gar nicht, wenn ihr queer seid. So. Glaube ich, hoffe ich für euch. Als ob ich habe gedacht, oh ja, die nehme ich. Ich habe da einen NC, der passt. Da ist ein Wohnheimplatz, aber mache ich doch. Das ist doch eine Theologie. Ja, stimmt. Aber also im Normalfall ist es tatsächlich überhaupt gar kein Problem. So. Ellen geht davon aus, dass sich alle im Vorfeld informieren, was ist die beste Uni für einen. Als ob man da eine Ahnung hat, wonach man überhaupt fragt. Das ist so. Nein, aber es gibt schon Entscheidungskriterien. Also zum Beispiel habe ich Berlin gewählt, weil Berlin. Also Da hallo, warst du aber Berlin. schon, das war ja nicht dein Erstwunsch. Da bist du ja irgendwann hingegangen, nachdem du woanders gelandet bist. Ja, stimmt. Bei mir ist es so, ich dachte mir, oh geil, kein MC, ich kann mich einschreiben, nicht so weit von Mutti weg, aber genug weg. Super, nehme ich. Außerdem war da gleich ein Wohnheimplatz, die haben mich da gleich reingesetzt. Das war super, ich musste mich um nichts kümmern. Hallöchen, liebe Ellen, schreibt Anna Weishaupt. Was genau bist du von Beruf? Also, falls das irgendjemand noch nicht mitbekommen haben sollte, ich bin Pastorin. Ich glaube, im Grunde besteht dieser Kanal deshalb, weil Steffi und ich beide Pastorinnen sind. Du solltest dir die Gedanken machen, dass du nicht wahrgenommen wirst als Theologin im Gegensatz zu mir. Das liegt daran, dass du so klug und eloquent bist und so die Theologie fromm und immer so voranhalten. Genau, daran liegt das. Also liebe Grüße, liebe Anna. Vielleicht ist es ja auch ganz schön, wenn du mich nicht als Theologin wahrnimmst. Steffi passt einfach viel besser in dieses Bild als ich. Ich wusste es schon immer. Wer hat wem den Heiratsantrag gemacht und wie war das genau, fragt QueerFem. Das ist echt so ein schwarzes Kapitel in unserer Beziehung, weil Es gab nämlich nie einen Heiratsantrag. wir saßen bei Subway und haben entschieden, wir könnten ja mal heiraten. Nee. Die Entscheidung, dass wir heiraten, ist vorher im Foyer unserer Fakultät gefallen. Und dann haben wir gesagt, ja stimmt, könnten wir machen. Und dann haben wir Hunger bekommen und sind zu Subways Da haben wir gegangen. die Hochzeit geplant. Stimmt. Und danach sind wir gleich zum Juwelier und haben es ausgesucht, alles, die Ringe. Ja, genau. Die dann aber auf der nicht wirklichen Hochzeit, also wir haben geheiratet, aber es gab keine Feier, nicht mal da waren pünktlich. Ja, Aber so dieser eigentliche Antrag, wo wir mit Schneefall unter den Linden in einer Kutsche von Pferden gezogen entlangfahren wollten und Steffi mir dann mit dem perfekten Tiffany-Verlobungsring den Antrag macht, den gab es bisher nicht. Die erste Nachricht, die Ellen mir schrieb, war ein Bild von einem Ring und darunter stand $13.000 und hat gesagt, so oder so könnte mein Verlobungsring aussehen. Da habe ich mir lange überlegt, keinen Antrag zu machen. Ich bin mir sicher, da draußen sind viele, die genau diesen Tiffany-Verlobungsring haben wollten. Also, Ja, deswegen. ja.
Ja, es gab nie einen Heiratsantrag. Bisher nicht. Wir haben noch nicht kirchlich geheiratet. Genau, Ich gebe die Hoffnung also nicht auf. Genau, aber das bedeutet für mich auch, dass die Kutsche an der Oper halten muss und ich muss mir 4 Stunden das Gejaule anhören und da habe ich keinen Bock drauf. Also wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Mich hassen jetzt alle Opernsängerinnen, das ist mir auch klar, aber Ellen liebt die Oper und deswegen könnt ihr trotzdem alle zugucken. Tja. Ich habe eine Frage für dich. Wer bedient bei euch den Akkuschrauber und wer bedient das Bügeleisen? Beides Ellen, ganz klar. Ellen muss auf jeden Fall bügeln, aber dafür haben wir ja auch jemand inzwischen, also ich bringe meine Hemden in die Reinigung. Und die kriege ich gebügelt wieder. Und den Akkuschrauber, nachdem mein Vater mein komplettes Wohnheimloch renoviert hat und ich versucht habe, ein Regal anzubringen und so eine Löcher hatte. Wirklich, das ist nicht übertrieben, wirklich. Sie wollte eine Schraube anbringen und es war so ein Loch in der Wand, ganz ehrlich. Es war so ein Regalbrett und ich habe einen Achterdübel genutzt, weil nichts anderes da war. Es war ein bisschen unlogisch, aber... Seitdem kriegt Steffi keine Bohrmaschine, keinen Akkuschrauber, gar nichts mehr in diese Richtung in die Hand. Also ihr seht, total ungegendert bei uns. Das, was ich nicht kann, macht Ellen. Und im Zweifelsfall weiß Steffi auch, wie man sich blöd genug anstellt. Aber um ich zu zeigen, man habe könnte auch es nicht. gebügelt oft. Ja, das hast du auch. Mit extra Spülstärke und so. Das hat, Ja. ja. Also ich habe meine Hemden auch vor Ellen schon getragen, von daher musste ich da bügeln. Dann will hier jemand wissen, wo du deine Ohrringe her hast und ob man die noch kaufen kann. Also das sind natürlich eigentlich alles Sonderanfertigungen, die Steffi in unserem Keller speziell für mich fertigt. Aber nee, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich liebe Ohrringe, ich habe eine relativ große Auswahl, aber dementsprechend merke ich mir auch nicht, wo die her sind. Das sind wirklich die allerwenigsten Ohrringe, für die ich wirklich ein bisschen mehr Geld ausgebe, von denen ich das sagen könnte. Bei dem Rest einfach Zufallsfunde. Ich gehe arbeiten, Knechte für Ellens Ohrringe. Nur deswegen geht sie arbeiten, damit ich mir Ohrringe kaufen kann. Aber nur deswegen. Und damit du ein Kind kriegst. Und Lippenstift. Genau, Klamotten. genau deshalb. Und ich laufe hier in so Lumpen rum. Hab keinen Lippenstift und keine Ohrringe. Nein. Und die Switch ist auch vom Himmel gefallen. Dafür war ich arbeiten. Okay, nächste Frage. Das wäre auch mal ein Thema, oder? Geldverteilung in einer Ehe? Stimmt, darüber könnten wir auch mal reden. Demnächst an der Bar, wie verteilen Sie geschickt Ihr Geld, Ihr Vermögen innerhalb Ihrer Ehe? Die Frage von Kava oder Sava oder wie auch immer ist, wie hat die Jugend auf euch am Anfang reagiert? Also deine junge Gemeinde. Ja, ich glaube einfach, das ist heute kein Thema mehr. Die waren eher die ihren Großeltern, die auf dem Dorf lebt man ja noch immer relativ eng zusammen, einfach gesagt, Mann, Oma, ey, streng dich mal jetzt ein bisschen an, das ist gar kein Problem. Und die haben uns, glaube ich, so ein bisschen auch die Bahn geebnet, oder? Ich glaube, wer damit ein Problem hat, wäre nicht in meiner Jugend. Also der würde ja einfach nicht kommen, von daher keine Ahnung. Die, glaube ich, bei mir sind, die haben damit hoffentlich, wie Tom sagen würde, ich bin hoffentlich nicht schwul. Aber auch er hat damit, glaube ich, gar kein Problem. Grüße an Tom. Ja. Der arme Tom, das ist das neue Mobbing-Opfer jetzt. Nein, Tom ist ein wunderschöner junger Mann und der kann es schon ab. Okay, Ja. dann nächste Frage. Vasco vom Eichengrund. Die will nämlich, dass wir eigentlich mal ein Schwangerschafts-Q&A machen, aber ich finde, da muss jetzt wenigstens noch mal eine Frage davon beantwortet werden. Habt ihr Angst, dass das Kind gemobbt werden könnte, weil es 2 Mamas hat? Also es gibt, glaube ich, ganz extrem viele Gründe, aus denen Kindern gemobbt werden können. Die sind so vielfältig, dass man sie irgendwie gar nicht aufzählen könnte. Einer der schlimmsten Gründe ist zum Beispiel Armut der Eltern, die dazu gehört. Merkwürdige Vornamen können dazu gehören, aber im Zweifelsfall kann auch einfach dazu gehören, dass du Klettverschlussschuhe und keine mit Schnürsenkeln trägst. Also warum Kinder gemobbt werden oder nicht, ist so unterschiedlich, dass man das nicht zusammenfassen kann. Die Regenbogenfamilien, die wir so kennen, da werden die Kinder nicht gemobbt. Also von daher gehen wir einfach mal davon aus und nee, meine erste Befürchtung ist das auch nicht. Ich muss nur aufpassen, dass Ellen den Namen nicht aussucht, denn sie hat neulich vorgeschlagen für ein Mädchen Malfalda. Also Heidrun ist ja schon raus nach der letzten Folge. Jetzt doch noch Malfalda. Wir haben einen Jungnamen, der steht fest, den verraten wir nicht. Wir wissen ja auch nicht, was es wird. Und wenn wir Glück haben, dann wissen wir es erst bei der Geburt, wenn wir einen Mädchennamen finden. Also liebe Community, ihr Lieben da draußen, bitte rettet das Kind vor Malfalda und macht hier unten Vorschläge. Namen mit 3 Buchstaben sind raus. Lia, Pia, Mia, Ida, Ines, Ini, Leni.
Die sind alle raus. Es sollen Namen sein, die keine Abkürzungen sind. Ja. Vielleicht habt ihr Wunderschön gesagt. Und du meinst, in den Kommentaren findest du jeden Morgen gehen wir mittlerweile einen Buchstaben des Alphabets durch und lesen in einem Vorschlagsbuch für Vornamen alle Namen vor, die da drin stehen. Also jeden Morgen alle Namen mit M oder mit O oder mit P. Und es gibt keine schönen Mädchennamen in Steffis Welt. Nicht ein, absolut nicht. Nee, ich habe wirklich noch keinen Mädchennamen. Aber das ist ja von daher, vielleicht Chance. haben wir am Ende Glück und es wird einfach ein geschlechtsneutraler Name und darauf können wir uns einigen. Der jungen Name steht ja. Ja, stimmt. Also, hoffen wir mal das Beste. Willst du noch eine Frage? Schaffst du noch eine? Ich bin voll, ich trinke ja nur Wasser. Wie geht ihr eigentlich mit den negativen Kommentaren auf eurem Kanal um? Oh, komm, das kannst du beantworten. Nee, ich habe dir jetzt eine Frage Aber gestellt. die finde ich lame. Die findest du lame? Ja, ich schiebe. Ich kann auch Mutti anrufen, Telefonjoker. Ja, okay, aber das ist ja die Regel. Inzwischen sind wir eigentlich relativ safe damit. Also es berührt mich nicht mehr so. Die Anfänge waren krass, weil da auch einfach viel mehr Negative waren. Da durfte sich mal jeder irgendwie auskotzen, hatte ich das Gefühl. Inzwischen haben wir die Kritiker, glaube ich, überzeugt. Das Format hält jetzt schon ein bisschen länger. Das ist auch schön, weil die haben ein bisschen aufgegeben. Es ist jetzt kein Ansporn, dass ihr wieder runterschreibt, aber auch das würde ich irgendwie überleben. All die Homosexualität für die Hölle-Kommentare prallen ab. So wie Coronaviren haben wir so. Ja, was immer ein bisschen blöd ist, wenn sie das Kind, was noch nicht geboren ist, irgendwie beleidigen. Das finde ich unter der Gürtellinie und das zeigt für mich auch irgendwie keinen christlichen Hintergrund. Auch wenn man das für sich in Anspruch nimmt. Da muss man, glaube ich, nochmal drüber reden, ob das wirklich in Ordnung ist. Alles andere an Kritik ist herzlich willkommen. Daraus können wir einfach nur lernen, oder? Ja, absolut. Ja, das ist eine eine häufig gestellte Frage ist, was der Unterschied zwischen Pastor, Pastorin und Pfarrer, Pfarrerin ist. Und das ist definitiv eine Frage für Schlaufuchs Elli. Da ist die Frage voll langweilig. Jetzt denken alle, da steckte wirklich irgendwas hinter. Da steckt einfach nur die Frage hinter, wo du in Deutschland lebst. Wenn du mehr nördlich lebst, dann sagst du Pastor, Pastorin. Lebst du mehr südlich, dann sagst du Pfarrerin. Also ich komme aus Berlin, da war ich immer Pfarrerin und ich musste mich hier jetzt umstellen, wo wir in dem Raum Hannover leben, dass ich jetzt Pastorin heiße. Das ist also wirklich nur eine regionale Unterscheidung. Aber Priester kann man schon sagen, ist eher für die Katholiken reserviert, oder? Genau, denn in evangelischer Hinsicht sind alle Menschen Priester, die getauft worden sind. Da gibt es keinen Unterschied, nur die katholische Kirche macht dann einen Unterschied eben zwischen den Priestern, also die geweiht sind, und den Laien. Aber diese Unterscheidung gibt es bei uns nicht. Und unsere Kollegen hier katholischerseits werden eigentlich auch Pfarrerinnen nicht genannt. Oh, Steffi, nur Pfarrer genannt. Und wir sind die Pastoren als Gegenstück, Pastorinnen. Ja, genau. Also hier sind die Katholiken die Pfarrer. Aber das kann auch in anderen Gegenden wieder Ja. ganz anders aussehen. In Westfalen, wo ich groß geworden bin, da hießen die katholischen Kollegen Priester und Pastor. Ja, da hießen sie Pastor. Echt? Ja. Ja, also es ist total regional. Dann noch eine schöne Frage zum Schluss. Werdet ihr die Taufe eures Kindes live übertragen? Ist das eine coole Frage? Ja, das möchte ich. Das ist eine coole Frage. Okay. Also, Sabine Tischendorf fragt, werdet ihr die Taufe eures Kindes live übertragen? Da ich Sabine Tischendorf kenne, liebe Sabine, du wirst in der ersten Reihe in der Kirche sitzen. Es dürfte dich überhaupt nicht interessieren, ob ich das live übertrage. Aber nein. Die Kirche ist groß genug. Wer das Spektakulum miterleben möchte, darf gerne kommen. Und wir werden sie auch nicht selber machen. Das ist nämlich auch immer eine meistgestellte Frage, ne? Also Die kommt häufig, ja. Ob wir unser Kind dann auch selber taufen. Da ihr jetzt ja wisst, dass Ellen Pfarrerin ist. Nein, wir werden das Kind auch nicht selber taufen. Wir werden auch einen Kollegen in der Umgebung fragen, weil wir den allen vertrauen und die werden es super machen. Das vermute ich auch. Und das Sakrament ist total unabhängig von wem, wer das ausgibt. Aber meine Kollegen können sich ja unten bewerben. Das werden sie nicht tun. Okay, also ja. darauf müsst ihr leider warten. Das wird nicht passieren, dass das live übertragen wird. Eine Sache möchte ich trotzdem noch sagen. Wenn ihr euer Kind anmeldet zu einer Taufe, dann reicht es, wenn ihr das macht, wenn das Kind geboren ist. Das ist nicht wie ein Kindergartenplatz, dass ihr schon 3 Monate vorher anruft. Es ist sehr lustig. Ich mache mir da auch immer so einen Spaß. Denke mir so, ich muss mal blättern, ob noch ein Plot frei ist. So ist es nicht. Also wir haben viele Taufen, gar keine Frage. Und das nimmt auch richtig zu, das ist erfreulich. Aber man kommt unter. Was viel wichtiger ist als frühzeitig ist, 3 Monate
vor der Taufe vielleicht mit dem Pastor, Pastorin Kontakt aufnehmen. Das würde uns sehr helfen, dass wir gut planen können. Aber ihr müsst nicht vor der Geburt des Kindes anrufen. Das ist nicht nötig. So now you're So viel also für heute. Ich habe gewonnen. Ich habe mir beantwortet. Clemi zählt und macht hier so und schneide Ellis raus und macht 2 von mir. Und dann machst du hier so einen Zähler. So. Das ist das ganz Schlimme daran, dass Steffi und der weltbeste Volontär Clemens mittlerweile eine so enge Beziehung miteinander führen, dass ich da im Grunde raus bin, was die ganze Planung und Organisation hier unseres Kanals angeht. Von daher habe ich eigentlich nur noch so die Aufgabe als Requisite, als vielquatschende Requisite an der Bar zu sitzen. Bitte, du laberst an der Bar viel genau. mehr als ich der Fall. So hast du übrigens gerade angefangen, die Moderation, dass ich hier nur, dass du den Redebeitrag Ja hast. genau, als 4 redende Requisite sitze ich hier. 4 Aber ansonsten machst du alles mit Clemens aus. Also so läuft das hier, nur damit ihr mal wisst, wie demokratisch das bei uns abläuft. ganz kurz mit Elli, weil ihr immer sagt, die hat sich ein bisschen traurig. Ja, jetzt bin ich da. Jetzt fange ich gleich wieder an zu weinen, wenn meine Hormone verrückt spielen. Also, Die bevor das Moderation passiert, ist länger als... bevor das passiert, sagen wir mal lieber Tschüss und sagen bis zum nächsten Mal an der Bar. Und was ihr zu tun habt, sagt euch Steffi. Kommentare, Mädchenname. Außerdem weiter mit dem Hashtag Q&A weitere Fragen stellen. Außerdem könnt ihr uns abonnieren und uns somit voll an die Spitze der kirchlichen YouTube-Stars bringen. Ich zähle auf euch. Oder wir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. else but me. I'm starting to break out from your grave. See, I finally opened up my